Dieser 77 Kilo schwere Pitbull verblüffte alle, als das Baby zu weinen begann, und jeder, der diesen Moment miterlebte, konnte seine Tränen nicht zurückhalten. Denn dieser massive Hund trug ein schmerzhaftes Geheimnis aus seiner Vergangenheit mit sich, das niemand kannte. Vor 3 Monaten war Zeus nur ein weiterer ungewollter Pitbull im Tierheim. 77 Kilo pure Muskeln, mit Narben über der Brust, die Geschichten erzählten, die niemand hören wollte. Die Tierheim-Mitarbeiter hatten die Hoffnung aufgegeben. Er ist zu massiv, zu einschüchternd, sagten sie. Keine Familie wird ihn jemals wollen. Aber das Schicksal schrieb eine völlig andere Geschichte. Als die Familie Müller Zeus zum ersten Mal hinter diesen kalten Metallstäben entdeckte, erwachte etwas in diesem sanften Riesen. Baby Emma, nur 10 Monate alt, streckte ihre winzigen Finger zu seinem enormen Kopf aus. Und in diesem kostbaren Moment geschah etwas wahrhaft Magisches. Zeus, dieser 77 Kilo Kraftpaket, blieb wie eine Statue stehen und ließ diese zarten Finger seine vernarbte Nase berühren. Würde er zum Beschützer dieses zerbrechlichen kleinen Lebens werden? Oder würde seine schmerzhafte Vergangenheit zu überwältigend sein? Wochenlang beobachtete Zeus Emma aus sicherer Entfernung. Jeden Morgen positionierte er sich genau 6 Schritte von ihrem Spielbereich entfernt und hielt gerade genug Abstand, um sicherzustellen, dass sein massiver Körper ihr nicht versehentlich schaden würde. Die Familie bemerkte diese durchdachte Distanz, nah genug, um sie zu beschützen, aber weit genug, um sie sicher zu halten. Der erste Durchbruch kam an einem ruhigen Dienstagmorgen. Emma hatte ihr Lieblingsspielzeug außer Reichweite gefallen lassen. Sie streckte ihre kleinen Arme aus und machte diese süßen Babylaute, die eindeutig »Hilf mir« bedeuteten. Zeus machte einen vorsichtigen Schritt nach vorn und setzte jede massive Pfote bewusst. Sein enormer Kopf senkte sich langsam, sehr langsam, und sein sanftes Maul hob das winzige Spielzeug auf. Er legte es direkt vor Emma und trat dann zu seiner gewohnten schützenden Distanz. Die Familie beobachtete in verblüfftem Schweigen, ihre Augen voller Staunen. »Hat er wirklich gerade?«, flüsterte Emmas Mutter ungläubig. Aber der unglaublichste Teil dieser Geschichte fing gerade erst an. Jeder Tag brachte neue Momente der Zärtlichkeit. Wenn Emma weinte, näherte sich Zeus ihrem Kinderbett und machte die sanftesten wimmernden Geräusche, als würde er versuchen, sie mit seiner eigenen Stimme zu beruhigen. Wenn Besucher kamen, positionierte sich sein massiver Körper zwischen ihnen und Emma, nicht bedrohlich, sondern beschützend. Als Monate zu einem ganzen Jahr wurden, erblühte etwas Schönes in Zeus. Ein Samen namens Liebe schlug Wurzeln im Herzen dieses 77 Kilo schweren sanften Riesen. Jeden Morgen, wenn Sonnenlicht durch das Küchenfenster strömte, nahm Zeus seine Position neben Emmas Hochstuhl ein. Sein massiver Kopf ruhte sanft auf dem Boden, diese seelenvollen braunen Augen verfolgten jeden Löffel, jedes Kichern, jeden kostbaren Meilenstein. Die Familie begann zu sehen, was das Tierheim übersehen hatte. Unter diesen Kampfnarben lebte das Herz eines wahren Beschützers, einer Seele, die darauf gewartet hatte, jemanden bedingungslos zu lieben. Emma war jetzt fast 2 Jahre alt und hatte begonnen, sich an Möbeln hochzuziehen. Ihre kleinen Beine wurden jeden Tag stärker. Zeus konnte spüren, dass sich etwas Bedeutsames näherte. Seine Geduld vertiefte sich. Seine Sanftheit wurde noch bemerkenswerter. Nachbarn, die früher die Straßenseite wechselten, wenn sie Zeus sahen, blieben jetzt stehen, um die zärtlichen Interaktionen zwischen dem massiven Pitbull und dem kleinen Mädchen zu beobachten. »So etwas habe ich noch nie gesehen«, sagte Frau Weber von nebenan. »Dieser Hund behandelt sie, als wäre sie aus dem zartesten Glas gemacht.« Aber dann kam der Moment, der alles verändern würde. Und wirklich jeden verblüffen, der ihn miterlebte. Es war ein ruhiger Nachmittag, als Emma in der Nähe des Wohnzimmerkamins spielte. Sie hatte ihr Gleichgewicht geübt und sich an Möbeln festgehalten, wie Kleinkinder es tun. Die Familie war gerade um die Ecke in der Küche, als plötzlich ein scharfer, verängstigter Schrei durch das Haus schnitt. Aller Herzen blieben stehen. Das Geräusch von etwas, das krachte, hallte durch den Raum. Zeus reagierte schneller, als irgendjemand für möglich gehalten hätte.
Dieser 77-Kilo-Riese bewegte sich wie ein Blitz. Sein massiver Körper schnitt mit purem Schutzinstinkt durch die Luft. Was er sah, ließ die Zeit stillstehen. Emma hatte ihr Gleichgewicht verloren und fiel rückwärts, direkt auf die rasiermesserscharfe Ecke des Marmorkamins zu. Ihr winziger Kopf war Sekunden von einem möglicherweise tödlichen Aufprall entfernt. Sie weinte, ihre kleinen Arme ruderten hilflos durch die Luft. Aber in diesem Bruchteil einer Sekunde tat Zeus etwas, das alle sprachlos machte. Ohne auch nur einen Moment zu zögern, schleuderte er seinen enormen Körper nach vorn und schob sich zwischen Emma und diese tödliche Marmorecke. Sein massiver Körper wurde ihr Polster und absorbierte, was ein verheerender Schlag hätte sein können. Emmas Kopf landete sicher an seiner weichen Brust statt am unnachgiebigen Stein. Als die Familie herangerannt kam, fanden sie Zeus, wie er Emma mit seinen enormen Pfoten wiegte, seine sanften Augen voller Sorge, während er ihre Tränen wegleckte. An diesem Abend, als Emma sich von ihrem Schreck erholte, geschah etwas Beispielloses. Zum ersten Mal seit seiner Ankunft näherte sich Zeus Emmas Kinderbett, ohne eingeladen zu werden. Er blickte auf das schlafende Baby, dann auf ihre Eltern, als würde er um Erlaubnis bitten. Mit Tränen in den Augen nickten sie. Zeus legte vorsichtig, sehr vorsichtig seinen enormen Kopf neben Emmas winzige Hand. Und im Schlaf krümmten sich diese kleinen Finger in sein weiches Fell. Diese Berührung überbrückte 2 Welten, flüsterte Emmas Vater. In diesem Moment erkannten wir, dass Zeus Emma nicht nur vor dem Sturz gerettet hatte. Er hatte sich selbst vor einem Leben als Ungewollter gerettet. Wisst ihr was, Leute? Wenn euch solche Geschichten so bewegen wie mich, würdet ihr dann den Abonnieren-Button drücken? Diese unglaublichen Bindungen zwischen Tieren und Kindern erinnern uns daran, dass Liebe keine Größenbegrenzung hat. Und schreibt einen Kommentar. Ich würde gerne von den besonderen Tieren in eurem Leben hören. Der nächste Morgen brachte das Wunder, auf das alle gewartet hatten. Emma zog sich langsam hoch, machte ihren allerersten wackeligen Schritt und griff nach Zeus Halsband. Dieser 77 Kilo schwere, sanfte Riese war ihr Gehpartner geworden, ihr Beschützer, ihr bester Freund. Von diesem Tag an gehen sie jeden Morgen zusammen spazieren. Zeus passt seine Schritte perfekt ihren winzigen an, hetzt nie, immer geduldig. Aber hier ist, was ich von euch wissen möchte. Was ist wahrer Heroismus wirklich? Geht es um körperliche Stärke oder um die Größe des Herzens? Schreibt eure Gedanken in die Kommentare und vergesst nicht, dieses Video zu liken, wenn Zeus Geschichte euch genauso bewegt hat wie mich.